Teambuilding ist ja so schon manchmal eine Herausforderung. Und jetzt das Ganze auch noch online. Wie das gut klappen kann, verraten wir euch in unseren Leadership Hacks. Check it out. Hey und herzlich willkommen. Wir leben in besonderen Zeiten, in denen virtuelle Führung zur Normalität geworden ist. Aber wie könnt ihr auch online euer Team gut führen und individuell unterstützen? Dafür haben wir 6 Leadership Hacks für euch. Natürlich müssen Technik und Tools vorhanden sein und die Mitarbeiter auch wissen, wie sie damit umgehen. Denn wenn die Basis nicht stimmt, dann helfen auch die schönsten Hacks nichts. Hack Nummer 1, fragt euer Team. Denn das sind ja genau die Menschen, um die es geht. Sprecht sie also direkt an, was ihnen wichtig ist und was sie noch brauchen und erarbeitet so gemeinsam Homeoffice Principles. Kleiner Tipp, nutzt zur Visualisierung einen Starfish. Das heißt, überlegt euch gemeinsam, wovon braucht ihr als Team noch mehr, wovon braucht ihr weniger, womit möchtet ihr starten, was wollt ihr stoppen und was wollt ihr weitermachen. Bei mehr kann dann zum Beispiel stehen, der Austausch mit anderen Teams und bei Stopp kann dann zum Beispiel stehen, keine Meetings mehr nach 18 Uhr. Hack Nummer 2, ein Morning Check-in über den Chat. Routinen helfen euch, um in Kontakt zu bleiben. Macht also einfach eine bestimmte Uhrzeit aus, in der jede Person aus dem Team einmal reinschreibt, wie geht's mir heute? Das geht übrigens auch super über ein Emoji. Was mache ich heute und wo brauche ich noch Support? Hack Nummer 3, Transparenz über die Verfügbarkeit herstellen. Wenn wir im Büro sind, dann können wir gut sehen, ob jemand vielleicht gerade Kopfhörer auf hat und tief in seine Arbeit versunken ist oder jemand gerade in der Mittagspause ist. Online ist das gar nicht so einfach. Deswegen klärt vorher ab, ob und wie ihr eure Verfügbarkeiten in den Kalender schreibt und in vielen Chat-Tools gibt es außerdem auch die Möglichkeit, einen Status einzutragen. Hack Nummer 4, informelle 1:1 Gespräche. Hier geht es darum herauszufinden, wie geht es den einzelnen Personen in eurem Team. Und denkt dran, Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche brauchen mehr Kontakt, manche brauchen weniger Kontakt. Tipp, probiert mal außergewöhnliche Formate aus. Zum Beispiel ein Handyspaziergang, beim Laufen redet es sich ja manchmal etwas leichter, oder die gemeinsame Mittagspause über Videocall. Hack Nummer 5. Schafft Connect-Formate für das gesamte Team. Nehmt euch alle 2 Wochen mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, um euch und mit eurem Team zu beschäftigen. Bestimmt im Vorfeld eine Person, die dieses Meeting vorbereitet und sich ein schönes Format dafür überlegt. Hier haben wir 3 Tipps für euch, was ihr an Formaten machen könnt. Tipp Nummer 1, gute Fragen. Zum Beispiel, was hat mich diese Woche überrascht? Was war diese Woche neu für mich? Oder was habe ich diese Woche gelernt? Tipp Nummer 2, Online-Games. Von Activity bis Exit-Games. Es gibt so viele Möglichkeiten. Probiert einfach aus, was euch Spaß macht. Und Tipp Nummer 3, Erfolge feiern. Zeigt, macht ein Show-off, was habt ihr so in den letzten 2 Wochen alles erreicht. Hack Nummer 6, Neues ausprobieren. Auch im virtuellen Raum könnt ihr als Team gemeinsam neue Dinge ausprobieren. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Meditation? Also 1 bis 5 Minuten vor dem Montags-Check-in einfach mal ausprobieren. Ihr könnt euch auch gegenseitig inspirieren, indem ihr euch zum Beispiel eure Lieblingskanäle auf Instagram vorstellt. Oder ihr ladet euch mal jemand ganz anderen ein, einen Gast von außerhalb, der über etwas spricht, was mit eurer Arbeit gar nichts zu tun hat. Was sind eure Lieblingshacks für virtuelle Führung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und egal ob online oder offline, nehmt euch Zeit für euer Team. Check it out.